Hallo zusammen. Also heute möchte ich auf ein Thema eingehen, über welches man im Internet eigentlich weniger liest, was aber betreffend der optischen Wirkung eines Resultats eine durchaus große Rolle spielt. Es geht um das Thema Haarcount pro Graft und wie dies einen großen Einfluss auf das optische Resultat einer Haartransplantation spielen kann. Ich muss jetzt erstmal kurz etwas ausholen. Und zwar in der modernen Haartransplantation entspricht ein Graft, also ein Transplantat, immer einer follikulären Einheit, auf Englisch auch Follicular Unit genannt. Hier im Bild, das sieht man solch eine follikuläre Einheit. Es werden die natürlichen Bündelungen des Haares bezeichnet, also Haare wachsen nicht einzeln, sondern in kleinen Gruppen. Dabei gibt es Gruppen von 1 bis 4, in Ausnahmefällen auch mal bis zu 5 Haaren. Wenn also bei einer Haartransplantation von einer Anzahl von Grafts gesprochen wird, dann bedeutet dies lediglich die Anzahl der verpflanzten Follicular Units, aber halt eben nicht, und das ist wichtig, nicht die Anzahl der insgesamt verpflanzten Haare. Und das Problem ist halt eben, dass jeder Mensch anders bestückt ist. Es gibt Menschen, die haben weniger sogenannte Mehrfach-Follicular Units, also weniger 2er, 3er, 4er Grafts. Andere aber hingegen haben deutlich mehr. Und allein diese Tatsache kann halt eben im optischen Resultat einen wirklich großen Unterschied machen. Natürlich kommt es jetzt noch auf viele andere Dinge an, die zusätzlich ein Resultat optisch sehr beeinflussen können. Dazu zählen Dinge wie Haarfarbe, Haardicke, Haarstruktur, ob man glatte oder gelockte Haare hat. Wellige und gelockte Haare decken zum Beispiel deutlich besser ab wie glatte Haare. Dicke Haare geben insgesamt mehr Volumen wie dünne Haare. Oder es kommt darauf an, ob ein niedriger oder hoher Haarkontrast, Kopfhaut-Haarkontrast vorliegt. Also beispielsweise decken schwarze Haare auf einer hellen Kopfhaut optisch deutlich weniger gut ab als beispielsweise hellblonde Haare auf helle Kopfhaut. Also all diese Faktoren beeinflussen am Ende das optische Resultat einer Haartransplantation. Aber beim Faktor Haarcount pro Graft, da sind es dann faktisch wirklich im positiven Fall deutlich mehr Haare und im negativen Fall deutlich weniger Haare, die insgesamt verpflanzt wurden. Hier ein Beispiel anhand von 2 Resultaten von Dr. Momba in Brüssel. Der Dr. Momba ist ein langjähriger Kooperationsarzt von mir. Also beides sind Resultate, mit denen die Patienten sehr zufrieden waren, und beide kenne ich übrigens auch persönlich. Aber anhand der Bilder ist es schon sicher so, dass die 3500 Grafts beeindruckender sind als die 3781 Grafts. Aber genau hier kommt dann halt auch der Faktor Haarcount pro Graft ins Spiel, was eben sehr viel im Resultat ausmachen kann. Es gibt Patienten, die haben durchschnittlich 2,5 Haare pro Graft pro follikuläre Einheit, andere haben nur 1,5 Haare pro Graft. Der Unterschied liest sich zuerst mal nicht gravierend, nur ein Haar pro Graft unterschiedlich, okay, kann wenig sein, aber wenn man dann davon ausgeht, dass man 3500 Grafts bekommt, dann werden dem einen 8750 Haare verpflanzt und dem anderen 5250 Haare, was dann 3500 Haare Unterschied sind und selbsterklärend, dass 3500 Haare im Resultat einen großen optischen Unterschied machen können. Es könnte ja jetzt sogar noch obendrauf noch sein, dass jemand neben einem hohen Haarcount pro Graft sogar dicke Haare oder wellige oder gelockte Haare und zusätzlich sogar noch einen niedrigen Kopfhaut-Haarkontrast hat, wie zum Beispiel helle Kopfhaut und hellblonde Haare oder helle Kopfhaut und graue Haare. Dann wäre es ganz vermutlich ein Top-Resultat, das erzielt werden würde, was man mit anderen Resultaten, mit gleicher Kräftanzahl auf gleiche Fläche, aber mit genau gegenteiligen Bedingungen optisch gar nicht vergleichen könnte und würden dazwischen vermutlich wirklich Welten liegen. Und genau deshalb ist es teilweise auch wirklich schwierig, wenn Resultate miteinander verglichen werden, selbst wenn die Fläche und verpflanzte Kräftanzahl gleich sind. Und das muss auch gar nichts mit dem Haarchirurgen zu tun haben, also dass es vielleicht nicht gut gewachsen ist, was vielleicht der eine oder andere ja beim Anschauen der Resultate vermuten würde. Nein, es hat vielleicht einfach nur mit den schlechteren Bedingungen der individuellen Haareckdaten zu tun, die ja kein Haarchirurg auf der Welt ändern kann. Genau, und deshalb wollte ich jetzt mit diesem Video einfach nochmal verdeutlichen, auf welche Faktoren es bei der Bewertung eines Resultats ankommt und dass es eben auch wirklich auf sehr individuelle Faktoren ankommt und man nicht einfach so jeden Fall miteinander vergleichen kann. Genau, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.